Der Löwe und die Maus. In einem weit entfernten, sonnendurchfluteten Wald, wo uralte Eichen ihre Äste wie schützende Arme ausbreiteten, lebte ein mächtiger Löwe. Sein Fell schimmerte golden wie die Strahlen der Mittagssonne, und sein Brüllen hallte durch die Täler, so daß selbst die Vögel auf den höchsten Zweigen verstummten. Alle Tiere des Waldes ehrten ihn als König, doch sein Herz war manchmal so stolz wie seine Erscheinung. Eines Nachmittags, als die Sonne träge über den Himmel wanderte, legte sich der Löwe unter eine knorrige Eiche, um ein Schläfchen zu halten. Sein Atem ging ruhig, und die Welt um ihn herum schien stillzustehen. Doch plötzlich spürte er ein zartes Kitzeln an seiner mächtigen Pfote. Er öffnete ein Auge und entdeckte eine winzige Maus, kaum größer als ein Tannenzapfen, die neugierig über seinen Schwanz huschte. »Was wagst du es, mich zu stören, du kleines Geschöpf?« donnerte der Löwe, und seine Stimme ließ die Blätter erzittern. Die Maus erstarrte, ihre kleinen Augen weit vor Schreck, doch statt zu fliehen, senkte sie ehrerbietig ihr Köpfchen und sprach mit klarer, wenn auch zittriger Stimme: »O großer König des Waldes, vergebt mir meine Kühnheit. Ich wollte euch nicht erzürnen, ich bin nur eine Maus, unbedeutend und klein, aber ich verspreche euch, wenn ihr mich verschont, werde ich eure Güte niemals vergessen.« Der Löwe, zunächst erzürnt, betrachtete die kleine Maus und lachte schließlich tief und dröhnend. »Du, ein winziges Ding, willst mir eines Tages nützlich sein? Welch kühner Gedanke!« Doch in seinem Herzen regte sich ein Funke Nachsicht. »Nun gut«, sprach er, »ich lasse dich ziehen. Geh deinen Weg, kleine Maus.« Mit einem erleichterten Hüpfer verschwand die Maus im hohen Gras, nicht ohne einen dankbaren Blick zurückzuwerfen. Die Tage vergingen, und der Löwe dachte nicht mehr an die Begegnung. Doch eines Morgens, als die ersten Sonnenstrahlen den Tau auf den Wiesen küssten, geschah etwas Unerwartetes. Der Löwe in seiner Kraft und Unachtsamkeit geriet in ein Netz, das listige Jäger im Wald ausgelegt hatten. Die Stricke schnürten sich um seine mächtigen Glieder, und so sehr er auch brüllte und zerrte, er konnte sich nicht befreien. Seine Verzweiflung hallte durch den Wald, doch niemand wagte es, dem gefangenen König zu helfen. Da hörte die kleine Maus, die in der Nähe nach Körnern suchte, das klägliche Brüllen. Ohne Zögern eilte sie herbei und sah den Löwen gefangen und hilflos. »Fürchte dich nicht, großer König«, piepste sie mutig, »ich werde dir helfen.« Mit ihren winzigen, aber flinken Zähnen begann die Maus an den dicken Stricken zu nagen. Sie knabberte und knabberte, Stunde um Stunde, bis die Fäden nachgaben und das Netz zerriss. Mit einem mächtigen Sprung befreite sich der Löwe und stand wieder in all seiner Pracht da. Er senkte seinen gewaltigen Kopf zu der Maus hinab und sprach: »Kleine Freundin, ich habe dich einst belächelt, doch heute hast du mich gerettet. Deine Treue und dein Mut haben bewiesen, dass selbst die Kleinsten Großes vollbringen können.« Die Maus lächelte schüchtern und antwortete: »Manchmal, o König, ist ein großes Herz wichtiger als eine große Gestalt.« Von diesem Tag an waren der Löwe und die Maus Freunde. Der Löwe lernte, dass Güte und Dankbarkeit keine Grenzen kennen, und die Tiere des Waldes erzählten sich noch lange die Geschichte von der winzigen Maus, die den mächtigen Löwen rettete und einen Freund fürs Leben fand. Manchmal, meine lieben Märchenfreunde, ist die größte Kraft nicht in der Größe oder Stärke zu finden, sondern in einem gütigen Herzen. Die Maus, die so klein war, hat dem mächtigen Löwen gezeigt, dass wahre Freundschaft und Hilfsbereitschaft unbezahlbar sind. Denkt immer daran. Egal wie stark jemand ist, manchmal kann er sich nicht selbst helfen. Seid bitte achtsam und hilfsbereit. Seid so lieb und aktiviert die Glocke, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Like oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, liebe Märchenfreunde. Euer Märchenmann.
Geschichten, famous fairy tales and stories, contes et histoires célèbres, cuentos de hadas.